Der Chef der Berliner Treuhandanstalt Rohwedder ist ermordet worden. The victim was a key figure in the so far futile attempt to overhaul the economy of what was once communist East Germany. Die Mörder haben sich in nichts aufgelöst. Der Mord an Rohwedder, das war... Also auch von mir ganz herzlichen Glückwunsch zu dieser gelungenen Doku-Serie und zu der Auszeichnung. Ich glaube, dass wir da was ganz Besonderes gesehen haben. Diese Serie besticht einfach durch ihre inhaltliche Präzision, aber auch durch das, was ihr formal umgesetzt habt. Und am Anfang denkt man, naja, will ich mich wirklich so lange mit diesem Thema beschäftigen? Und dann wird man reingezogen von Episode zu Episode und das ist einfach ganz großartig. Also herzlichen Glückwunsch. Ich finde auch die Grundidee genial, nämlich den Mord an Rohwedder zu nehmen als Dreh- und Angelpunkt und daran dann vielleicht das wichtigste Ereignis und die wichtigste Phase in der jüngeren deutschen Geschichte zu erzählen. Das ist sehr, sehr gelungen und es ist allen jungen Menschen auch ans Herz zu legen, diese Serie. Also congratulations an alle Beteiligten. Ja, vielen Dank. Das sind ja ganz tolle Worte, denen wir hier überschüttet werden, förmlich. Und wir freuen uns extrem und sehr stark. Also weil Sie sind wirklich die Ersten, die das jetzt gesehen haben. Es ist ja immer nicht auf der Plattform Netflix zu sehen. Ja, wir freuen uns. Ja, und vor allem auch, weil es ja diese Balance ist zwischen dem Genre, True Crime, und sozusagen dem politischen Thema. Und das ist ja, darum geht es ja schlussendlich. Es geht ja Absolut. Und ich würde gerne eine Frage stellen. Was war für euch die wichtigste Erkenntnis, die ihr aus dieser langen Arbeit, es muss sehr lange gedauert haben, was ihr da alles zusammengetragen habt, ist unglaublich. Was war die wichtigste Erkenntnis, die ihr mitgenommen habt? Inhaltlich, aber auch formal aus der Arbeit an diesem Film, wie ihr ihn zusammengebaut habt. Das würde mich sehr interessieren. wahrscheinlich 3 Antworten, ne? Ja. Wer mag zuerst? Also, Ihr beschäftigt euch ja am längsten damit. Ja. Also erstmal war es eine Herausforderung, die wir gerne angenommen haben, für ein Netflix-Publikum zu erzählen, was in dem Sinne viel jünger ist, wie Sie schon sagten, für die zum Teil, also wo wir Erkenntnisse auch hatten, Rohwedder nichts sagt, noch nie gehört, die RAF vielleicht eine Hip-Hop-Band ist, aber auch relativ wenig Wissen zum Teil da ist, also diese Herausforderung anzunehmen und dann als erstes deutsches Original also die Maßgabe war ja für Deutschland jetzt den Aufschlag zu machen, aber andererseits natürlich zu wissen, dass da ein weltweites Publikum ist, mit über 200 Millionen Subscribern, die völlig anders darauf schauen und für die diese deutsche Geschichte völlig neu sein wird und dieser Blick vor allem in die dunkle Seite der deutschen Wiedervereinigung sich anzuschauen. Ja, umso wichtiger. Und ich kann nur sagen, ich habe es schon lauter amerikanischen Freunden empfohlen. Die werden das alle gucken und werden erstaunt sein, weil das ist so noch nicht dargestellt worden. Ja, dieses so nicht dargestellte, was Sie sagen, das war, glaube ich, so ein bisschen auch die Herausforderung, diese Balance zwischen Traum und Trauma vielleicht zu finden. Also auch diese Dunkelheit in die Bilder zu bekommen, in die Interviewpartner auch ein bisschen so zu aufzuschließen, ne, und zu inszenieren. Überhaupt dieses ganze nah beieinander sein, dass die Wiedervereinigung einerseits so ein glückliches, einzigartiges, glückliches Ereignis der deutschen Geschichte ist und dass aber trotzdem da drinnen offensichtlich so viele zerstörte oder zumindest gestörte Biografien liegen, die eben bis ins Heute wirken und die eben nicht aufhören zu wirken. Das war so faszinierend eigentlich für uns, selbst für mich als jemand, der nun aus dem Osten kommt, der sehr viele solche Biografien natürlich kennt, aber diese Dichte und das anders zu erzählen, das fand ich wirklich faszinierend, aber insbesondere was eben da die Grundidee von Georg und Christian war, eben die Wiedervereinigung über diesen Mord zu erzählen. Ne? Das ist etwas, was wirklich aufgegangen ist, was Tolles. Die Dichte, die Dunkelheit, das alles kommt eben auch in den Interviews rüber, so wie die inszeniert sind. Das fragen wir uns ja immer, wie setzen wir die Leute hin? Das ist eine sehr schöne Einheit geworden und trotzdem, und auch die Inszenierungen sind gelungen, aber ich wollte trotzdem fragen, gab es einen Moment, wo ihr gedacht habt, jetzt stößt das Dokumentarische doch an die Grenzen, könnten wir es doch nur fiktional machen? Gab es so einen Moment?
Der Moment kam eigentlich schon recht früh am Anfang, weil wir natürlich jetzt bei diesem Genre in Europa oder in Deutschland im Unterschied zu den USA kaum Material haben. Es gibt ja, die Akte ist nach wie vor gesperrt, es gibt keine Gerichtsaufzeichnungen, es ist ein völlig anderer Umgang jetzt mit Mordfällen. Und, aber es war klar von Anfang an, dass wir Rohwedder als Menschen über das Archiv erzählen wollen und diese Herausforderung genau angehen wollen, nicht daran sozusagen verzweifeln, sondern uns befreien wollen daran. Also das war schon klar, dass es viele Hürden gibt, aber auch viele Möglichkeiten gibt, diese Hürden elegant zu umkurven. Ja, und ich muss sagen, ich fühle mich mal wieder bestätigt, weil ich immer sage, eigentlich ist das Dokumentarische und das dokumentarisch Erzählte noch spannender als die Fiktion, weil wir wissen, das ist alles real. Das sind reale Menschen, die wir da erleben. In ihrer Dunkelheit, in ihrem Zweifel, in ihrem Ärger darüber, dass der Staat diesen Mann nicht besser geschützt hat. Das ist alles sehr intensiv. Also nochmal, große, große Gratulation dazu. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, klasse, wir freuen uns.